Ich nehme mit euch heute zusammen Kleid Paulina ohne Ärmel, aber mit Rüschen, weil das die schwierigste Version ist. Zuerst legt ihr euch 2 der Rüschenschnittteile rechts auf rechts übereinander und vernäht die äußeren Kanten miteinander. Anschließend wendet ihr die Rüschen auf die rechte Seite und bügelt die dann schön in Form. Wir beginnen jetzt erstmal damit, die Rüschen zu raffen. Dafür steppt ihr mit dem größtmöglichen Gradstich mit eurer Nähmaschine der offenen Kante entlang. Achtet darauf, die Enden nicht zu verriegeln, sonst blockieren die Fäden und ihr könnt die Rüsche nicht raffen. Also schnappt euch jetzt entweder den Oberfaden oder den Unterfaden und zieht vorsichtig an dem und dann merkt ihr schon, dass ihr die Rüsche damit raffen könnt. Vorsichtig, damit der Faden nicht reißt, sonst müsst ihr das nochmal von vorne machen. Das macht ihr jetzt so weit, bis ihr eine gleichmäßige Raffung eingearbeitet habt und wiederholt das bitte gleich auch nochmal mit der anderen Rüsche, bevor wir uns dann gleich die Oberteile schnappen, an die wir die Rüsche nämlich befestigen. Also ihr nehmt euch jetzt einmal eines der vorderen Oberteile und eines der hinteren Oberteile und verbindet die Schulterkanten miteinander. Legt das Oberteil ausgebreitet vor euch hin, schnappt euch eine der Rüschen, sucht euch die Mitte raus und legt die Rüsche mit der Mitte an die Schulternaht und fixiert sie an der Stelle und fixiert anschließend auch den Rest der Rüsche am Ärmelausschnitt. Am besten so, dass ihr die Markierungspunkte trefft, die ihr vom Schnittmuster auf dem Oberteil übernommen habt. Wenn ihr die nicht ganz trefft, könnt ihr nochmal nachjustieren mit den Fäden und das Ganze wiederholt ihr dann auch auf der anderen Seite, näht das Ganze mit der Nähmaschine fest. Jetzt schnappt ihr euch das andere Vorderteil, legt das rechts auf das Vorderteil, wo die Rüschen befestigt sind und fixiert einmal die beiden Stofflagen am Halsausschnitt miteinander, denn diesen wollen wir jetzt zuerst vernähen. Ihr wendet anschließend das Oberteil durch den Halsausschnitt auf die rechte Seite. Und jetzt habt ihr einmal die Gelegenheit dazu, das Oberteil soweit in Form zu bügeln, also einmal den Halsausschnitt richtig bügeln. Und jetzt nicht erschrecken, ich zeige euch einmal im Schnelldurchlauf, was euch jetzt erwartet, damit wir die Träger ausarbeiten. Das machen wir mit der sogenannten Burrito-Methode. Und das sieht jetzt erstmal schwieriger aus, als es ist. Schwierig ist es einfach, den Schritt zu verstehen, aber macht einfach mal das, was ich euch hier gerade zeige. Denn ich glaube, wirklich Verständnis für diesen Arbeitsschritt hat man erst, wenn man den einige Male gemacht hat. Also, wir fangen jetzt gleich nochmal zusammen an. Ich mache das gleich nochmal langsam und in Ruhe. Ihr habt jetzt euer Oberteil quasi so, wie ich es jetzt hier habe, vor euch liegen. Nur, dass halt die eine Seite bei euch noch nicht vernäht ist. Ihr greift euch also einen der Träger, diesen hier, und klappt den auf. So, und jetzt nehmt ihr euch die andere Seite und rollt die so lange ein, bis ihr auf der anderen Seite angekommen seid. Und jetzt schnappt ihr euch die andere Seite des Trägers und rollt quasi das Eingerollte nochmal ein, so, und arbeitet euch jetzt mit Klammern den Träger aus. Ja, besser kann ich das, glaube ich, gerade nicht in Worte fassen. Der eine Träger wird jetzt quasi rechts auf rechts übereinander gelegt, während der Rest des Oberteils da drin eingewickelt ist. Und jetzt greift ihr euch Stück für Stück die Kanten des Trägers und fixiert das Ganze mit Klammern. Ihr näht das Ganze jetzt einmal mit eurer Nähmaschine fest. Nähmaschine ist auf jeden Fall besser als die Overlockmaschine, weil wenn es ganz doof läuft, schneidet ihr mit der Overlockmaschine in den innenliegenden Stoff und dann ist da nichts mehr zu retten. So, jetzt zieht ihr euch einmal das Oberteil auf die rechte Seite durch den Träger hindurch und dann sieht das Ganze so aus. Also ihr wiederholt das Ganze dann gleich auf der anderen Seite. Guckt euch den Schritt ruhig 1000-mal im Video an. Ihr werdet das auf jeden Fall schaffen. Und jetzt müssen wir noch die Seiten des Oberteils verbinden. Dafür legt ihr jetzt einmal das Oberteil rechts auf rechts übereinander. Schnappt euch dann die Seiten und fixiert euch diese rechts auf rechts liegend mit Klammern. Achtet darauf, dass die Nähte genau übereinander liegen und die Kanten auch. Wiederholt das Ganze gleich noch auf der anderen Seite. Und dann vernäht ihr die offenen Kanten und dann ist euer Oberteil auch schon fertig. Bügelt es euch dann nochmal in Form und dann habt ihr auch schon das Schwierigste an diesem Oberteil oder Kleid, je nachdem, wofür ihr euch entschieden habt, hinter euch gebracht und geschafft.
Das Oberteil könnt ihr jetzt zur Seite legen. Wir greifen uns jetzt die beiden Rockschnittteile und legen diese rechts auf rechts übereinander und vernähen die Seiten miteinander. Und an der Stelle könnt ihr auch schon die untere Kante des Rockteils mit eurer Overlockmaschine versäubern. Wenn ihr das gemacht habt, steppt ihr auch hier die obere offene Kante des Rockteils mit einem großen Gradstich ab und rafft den Rock, genauso wie ihr das vorhin mit der Rüsche gemacht habt. Ihr rafft den so weit ein, bis er genauso breit ist wie das Oberteil. Wichtig an der Stelle ist es auf jeden Fall darauf zu achten, dass die Rüschen schön gleichmäßig verteilt sind. Wenn ihr die richtige Weite vom Rock eingerafft habt, dann könnt ihr die Fadenenden verknoten und dann auch schon das Oberteil in das Rockteil reinstopfen, so dass die Stoffseiten rechts auf rechts übereinander liegen, also vom Oberteil und Rockteil. Und dann fixiert ihr euch die offenen Kanten vom Oberteil und Rockteil mit Klammern in regelmäßigen Abständen. Achtet immer wieder darauf, ob die Rüschen nach wie vor gleichmäßig verteilt sind. Und wenn ihr das alles gemacht habt, könnt ihr jetzt gleich das einmal mit eurer Overlockmaschine vernähen oder dem Zickzackstich eurer Nähmaschine. Ihr seid jetzt fast fertig, nur noch die untere offene Kante des Rockteils muss gesäumt werden und dann sieht euer Kleid wahrscheinlich so aus.